Flüsse sind die Lebensadern unseres Planeten. Für uns als WassersportlerInnen sind sie Erholungsort und Spielplatz. Doch was macht einen Fluss wirklich lebendig? Ein lebendiger Fluss ist für mich ein Fluss, der frei fließt, von der Quelle bis zur Mündung runter und der sich ausbreiten kann. Also der Lebensraum für viele bietet, aber auch ein Erlebnisraum für Menschen sein kann. Ein Fisch möchte von einem Ort, an dem er sich ausruhen kann, in Bereiche, wo viel Strömung ist, wo er laichen kann. Das sind Orte, die müssen vernetzt sein. Für viele Fischarten bedeutet Durchgängigkeit einfach Leben. Doch diese lebenswichtigen Wanderwege sind blockiert. Begradigungen und Einleitungen beeinträchtigen unsere Bäche und Flüsse. Und über 200.000 Querbauwerke zerstückeln die Heimat der Fische. Die Hauptursache dafür sind wir Menschen. Wir haben Barrieren da reingebaut, die dafür sorgen, dass nur noch Stücke davon für bestimmte Organismen zugänglich sind. Im Prinzip sagt die Wasserrahmenrichtlinie, bis 2027 sollten alle Gewässer in einem guten Zustand sein. Und man sieht an den Zahlen, 8%, wir sind echt weit davon entfernt. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann kann es sein, dass Deutschland Strafzahlungen leisten muss. Eine der wichtigsten Stellschrauben aus unserer Sicht ist die Durchgängigkeit zum Beispiel. Da haben wir das Projekt Lebendige Flüsse. Wir wollen Barrieren aus den Flüssen zurückbauen und bestehende Wildflusslandschaften schützen. Wenn eine Barriere wieder zurückgebaut wird, dann macht die Natur eigentlich vieles schon von alleine wieder. Das ist das Schöne am Renaturieren. Hier treffen sich die Visionen von Naturschutz und Wassersport und bilden eine starke Allianz zwischen dem WWF und der Surfrider Foundation. Das Ziel unserer Zusammenarbeit mit dem WWF ist vor allem Synergien schaffen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Für Deutschlands Wassersport-Community geht es dabei um mehr als um gesetzliche Richtlinien. Denn egal wie gut man auf dem Brett steht, am Ende teilen sich Mensch und Natur das gleiche Wasser. Eine Person surft auf dem Brett, wir fallen ins Wasser, schlucken Wasser. Dann ist es natürlich erstmal besser, wenn das Gewässer gesund ist. Dass es Flora und Fauna gibt, das ist per se erstmal ein Indikator, dass das Gewässer gesund ist. Doch trotz gemeinsamer Werte bleibt ein vermeintlicher Widerspruch. Damit eine Welle entsteht, braucht es oft genau so eine Barriere, die der WWF so weit wie möglich entfernen will. Im Vergleich zu den 200.000 Blockaden in Deutschland sind besurfte Wellen allerdings verschwindend gering. Es ist ja so, dass es schon Beispiele gibt, die zeigen, dass man Nutzung und Schutz unter einen Hut bringen kann. Ein Beispiel ist die Black Forest Wave. Die Vision ist, eine natürliche Welle mitten im Stadtzentrum zu schaffen. Man sieht, dass keine Barrieren in dem Sinne da sind. Das Wasser fließt durch die Seitenkanäle durch. Wir haben eine kontinuierliche Strömung, die halt komplett passierbar bleibt. Und um das Ökosystem Fließgewässer auch als SportlerInnen besser zu verstehen, blickt der WWF gemeinsam mit der Surf-Community unter die Wasseroberfläche. Wir sehen uns vor allem als Schnittstelle zwischen Wassersport und wissenschaftlicher Expertise, weil wir Citizen Science hier vor Ort ausüben. Ich finde es total wichtig, dass Surferinnen und Surfer bei dem Flow-Projekt zum Probebehältnis greifen und ihre Herzangelegenheit mit wirklich konkreten Aktionen und Maßnahmen verknüpfen können. Vor allem schafft es ja auch ein großes Verständnis. Wir schauen oft nur bis zur Wasseroberfläche. Und das Schöne, wenn man selber einen Bach beprobt, ist, dass man wirklich sieht, wie viel in so einem Bach lebt. Das, was ich kenne, das kann ich beschützen. Wenn Naturschutz und Wassersport Hand in Hand gehen, entsteht eine Bewegung, die nicht nur Sinn stiftet, sondern vor allem eine Gemeinschaft zusammenschweißt. Gewässerschutz macht bei uns vor allem Spaß, weil wir eine Community schaffen. Alles, was wir mit Surfrider machen, ist immer auf eine Art und Weise mit Spaß verbunden. Weil Menschen zusammenkommen, die für das Gleiche brennen. Es fängt im Kleinen an. Jeder Mensch, der sich für die Gewässer interessiert und der das irgendwo aufs Tableau bringt, vielleicht bei seinem Bürgermeister, bei seinem Landrat, kann schon ein Zeichen setzen. Wenn wir die SurferInnen-Perspektive betrachten, dann geht es vor allem darum, dass wir das schützen müssen, was wir lieben. Ich muss sagen, wenn ich auf der Welle bin, schalte ich komplett ab. Das bedeutet für mich ein Stück Freiheit,
In aller Regel ist meine Erfahrung, dass Surfer, die Natursport betreiben, naturbewusst sind. Das Wasser ist am Ende unser Spielplatz. Ohne das Wasser können wir diesen Sport nicht ausüben. Und am Ende sind mehr fürs Meer.